Grund Nummer 1, warum Glasgow als Investitions-Hotspot derzeit gilt, ist die massiven Investitionen von allen Seiten. Also die Regierung investiert in Glasgow und in Schottland. Es sind private Entwickler, die hier investieren, und auch Firmen, wie zum Beispiel hier Barclays verdoppelt ihre Anzahl an Mitarbeitern in Schottland, hier in Glasgow. Dann kann man hier im Hintergrund sehen, da werden Hotels gebaut in der Innenstadt. Da drüben sieht man, dass immer mehr Gebäude gebaut werden. Also es ist massive Investitionen kommen hier nach Glasgow, und das ist Grund Nummer 1, warum wir hier in Glasgow investieren. Grund Nummer 2. Glasgows Immobilienpreise steigen eher an, als dass sie fallen. Anders als in London, wo Preise derzeit fallen, wäre auch nach den letzten 10 Jahren Preisanstieg kein Wunder, hat man in Glasgow noch viel Luft nach oben. Man ist in Glasgow weit von einer Immobilienblase entfernt, was gut ist für Langzeitinvestitionen. Je nach Quelle wird ein Wachstum von 15 bis 20% in den nächsten 5 Jahren prognostiziert. Grund Nummer 3 ist der Wohnungsmangel. Jede gute Wohnung hier findet einen Käufer, und es gibt sehr viel mehr Käufer, als es derzeit Wohnungen auf dem Markt gibt. Und das sieht man zum Beispiel hier. Und das ist jetzt nur eine Straße. Das beste Kriterium dafür ist Zeit auf dem Markt, und das blende ich jetzt einfach mal ein. Grund Nummer 4 ist das gutes Verhältnis von Einkommen zu Hauspreisen. Für die meisten Investoren gibt es nur London als Investitions-Hotspot. Jedoch führen die steigenden Preise dazu, dass sich viele ihr eigenes Heim nicht mehr leisten können und jetzt daher auch Preise fallen. Bedenkt man, dass eine Bank ca. 4 bis 4,5 Mal das jährliche Einkommen beleiht, kann man sagen, dass Glasgow durchaus noch ein heiles Pflaster ist und sich die Leute es auch leisten können, hier in der Stadt zu wohnen. So, und dann Grund Nummer 5, das sind die ganzen leerstehenden Häuser in Glasgow. Also wie man hier sieht, ist eine wunderschöne Nachbarschaft, und ja, kann man sich eigentlich nicht beschweren. Aber dann gibt es solche Häuser wie die hier. Das ist jetzt eine alte Schule, und durch das, dass Glasgow früher mal über 1 Million Einwohner gehabt hat, aber dann in den 60er Jahren sind immer mehr Leute abgewandert, haben wir jetzt eine Bevölkerung von ungefähr 600.000. Und das sind einfach die Überbleibsel von deren Zeiten, und die sind in super schönen Nachbarschaften, stehen einfach solche Häuser rum. Ich nenne sie immer Baumhäuser, aber genau die renovieren wir, und da liegt das Potenzial drin. Hier ist nochmal so ein Beispiel, lauter schöne neue Fenster hier, und dann ist da das eine kaputte, da ist das Potenzial.